So, in dem Video hier behandle ich eine Frage, die aufkam oder die reingekommen ist beim letzten Q&A. Das war Ende Januar und ich habe mir die aufgespart und wollte auch schon immer mal dieses Video machen, und jetzt ist es zu diesem Punkt gekommen, wo ich es aufnehme. Das ist eine Frage, die eigentlich relativ weit geht, also man kann die auch in einem Satz beantworten, aber ich nehme mir jetzt ein bisschen Zeit, die zu beantworten. Auf der anderen Seite könnte ich mir auch sehr viel mehr Zeit nehmen. Die Frage ist über Geld und Gebühren und ich lese die einfach mal vor. So, die Frage lautet: Geld im Sinne von Gebühren für deine Seminare. Die Gebühren sind, Klammer auf, im Vergleich, Klammer zu, recht hoch. Ob zu hoch, will ich nicht im Vorhinein sagen. Du ermöglichst ja treuen Schülern, treuen in Anführungszeichen, günstigere Tarife. In einem Nebensatz hast du letztens geschrieben, dass du öfters schon in finanziellen Schwierigkeiten warst. Dies hat sich nun geändert. Für Menschen in finanziell schwieriger Situation sind deine Tarife schwer bezahlbar. Qualität hat ihren Preis und Preise haben etwas Relatives. Diese Argumente schwingen mir schon im Kopf herum. So, okay, dann fange ich mal an. Also, erstmal ist es so, dass viele Leute, die kommen zu uns, auch in finanziell nicht den allerleichtesten Situationen sind, die nicht einfach so Geld ausgeben können, sondern die definitiv darauf gucken müssen, wofür sie Geld ausgeben. Und da gibt es viele Leute, die das möglich machen, und aber auch viele Leute, die dann natürlich nicht kommen. Und das hat natürlich auch viel zu tun mit dem Grad der Schwere der finanziellen Situation. Also das ist vielleicht erstmal genau zu definieren, werde ich aber jetzt nicht machen, sondern so als Gedanken im Raum stehen lassen. Was heißt das überhaupt? Für mich kurios ist der Satz, die Gebühren sind, Klammer auf, Klammer zu, im Vergleich recht hoch. Ob zu hoch, will ich nicht im Vorhinein sagen. Hier sind zwei Sachen drin. Erstmal im Vergleich zu wem denn, ist die Frage. Mit wem werde ich hier verglichen? Mit wem wird unsere Arbeit verglichen? Wird die verglichen mit Leuten, die eine ähnliche Arbeit machen? Dann ist unsere Arbeit teilweise kostengünstiger. Oder wird unsere Arbeit verglichen mit Leuten, die zum Beispiel Trainings anbieten und aber das nicht hauptberuflich machen, sondern was anderes noch nebenher machen? So, das Extrembeispiel ist jemand, den ich kenne, der einfach vor Jahren mal angefangen hat, irgendwie Trainings kostenlos anzubieten und das dann unter der Phrase rausgab, the best things in life are free oder should be free oder sowas. Und der Witz jetzt daran ist, ja, kannst es halt einfach machen, wenn du halt einen normalen Job hast, wo du gut verdienst, was bei dem der Fall war. Dann kann ich das natürlich kostenlos anbieten, und das ist ein Argument, wo ich auch noch weiter das spinnen werde. Wo kommt das Geld her und so weiter und so fort. Also Vergleich zu was ist hier die Frage, die ich habe. Jetzt ist auch noch der zweite Teil vom Satz für mich wichtig. Ob zu hoch, will ich nicht im Vorhinein sagen. Ja. Jetzt frage ich mich, wie das jemand anders sagen kann. Ob die Gebühren für unsere Seminare und Trainings zu hoch sind. Finde ich einen ganz interessanten Gedanken, den zu haben, dass man glaubt, man als Außenstehender, der keinen Einblick hat in die Kulissen, zu glauben, dass man hier
vielleicht im Vorhinein doch sagen könnte, ob die Gebühren zu hoch sind. Also ja, das ist, glaube ich, sich relativ schwierig rauszunehmen, bei was auch immer man in Anspruch nimmt. Ob man ins Theater geht oder sich ein Telefon kauft oder was auch immer, zu denken, man könnte da sagen, wie viel das denn wert wäre. Ich finde eigentlich das Wort Gebühren ja ganz nett, weil das gebührt der Person. Also man gibt der Person Geld und das gebührt der Person. Und man kann es aber meiner Meinung nach auch einen Beitrag nennen. Und darauf komme ich gleich in meinem Hauptargument zu sprechen. Dann wurde ja angesprochen, dass ich auch mal geschrieben habe oder auch in irgendeinem Video gesagt habe, das habe ich vielleicht auch schon öfter gesagt, dass ich auch schon öfters in finanziell schwierigen Situationen war. Das ist absolut korrekt. Und es ist auch weiterhin so, dass wir hier nicht in einer Villa mit Pool leben, sondern dass wir das Geld nehmen, was wir brauchen, um unser normales Leben zu leben. Und das weiß auch jeder, der schon bei mir zu Hause war. Es waren ganz viele von meinen Schülern schon bei mir zu Hause. Ja, die sehen das, okay, das Geld, was Josef nimmt, das ist das, was er braucht, um ganz normal zu leben, wie jeder andere, auch ohne irgendwelche Ausfälle. Und jetzt komme ich aber mal zurück zu dem Fakt, dass ich schon oft in finanziell schwierigen Situationen war, weil was war denn der Grund dafür? Nicht, weil ich irgendwie an der Börse gezockt habe oder mir 5 große Plasma-Bildschirme gekauft habe, sondern weil ich nicht richtig bezahlt wurde für meine Arbeit. Deswegen war ich in finanziell schwierigen Situationen. Und jetzt ist natürlich die Frage, soll ich deswegen weiterhin für meine Arbeit nicht richtig bezahlt werden? Weil viele andere Menschen auch in einer ähnlichen Situation sind und da so einen prekären Teufelskreis daraus entstehen lassen. Das ist ein bisschen ein schwieriges Argument. Also, es kommt deswegen auch meiner Meinung nach nicht so sehr darauf an, und das ist, hier wird ja angesprochen, die Relativität von Preisen. Qualität hat ihren Preis, und das finde ich schon mal sehr nett, dass unser Angebot, das, was wir machen, als qualitatives Angebot wahrgenommen wird. Das ist es nämlich wahrhaftig. Das kann man so sagen. Wir achten auf Qualität. Es geht nicht um Quantität. Qualität hat ihren Preis und Preise haben etwas Relatives. Jetzt ist meine Frage, inwiefern haben Preise etwas Relatives? Ich bin mir nicht ganz sicher, was das bedeutet. Also das könnte jetzt heißen, manche haben mehr Geld und manche haben weniger Geld. Und für jemanden, der viel Geld hat, sind jetzt mal exemplarisch 100 Euro. 100 Euro im Gefühl weniger als für jemanden, der nur 100 Euro hat. Also jemand, der 100 Euro hat und 100 Euro für was bezahlt, der gibt alles weg an Geld, was er hat. Und jemand, der 100 Millionen Euro hat, für den sind 100 Euro nicht sonderlich viel. Das ist also die Relativität von der Wahrnehmung von Geldbesitz, aber dadurch werden die Preise nicht relativ, weil die Preise sind darauf gemünzt, dass der produziert oder der davon lebt, davon leben kann. Dass also Kosten gedeckt werden, die benötigt werden zum Leben. Und deswegen ist es gar nicht relativ. Also höchstens für den Geber ist es relativ, aber für den Nehmer ist es nicht relativ. Also wenn mir einer 20 Euro gibt und der andere 30, dann ist es für mich nicht relativ, sondern dann habe ich einmal 20 Euro bekommen und einmal 30. Jetzt kann ich sagen, für mich ist es relativ, weil es für die relativ ist. Also wenn ich jetzt jemanden habe, der ist reich und der gibt
20 und jetzt habe ich jemanden, der ist arm und der gibt 20, dann kann ich sagen, für den war es, der hat mir mehr gegeben. Vom Gefühl hat der mir mehr gegeben. Ist aber an der Supermarktkasse total egal. Weil da kostet nämlich ein Apfel dann auch gleich viel. Da sind nämlich die Preise auch nicht relativ. Also Gefühle sind hier natürlich relativ, die damit verbunden sind, aber Zahlen sind natürlich nicht relativ. So. So, und jetzt kommt mein Hauptargument. Jetzt kommt eigentlich das einzig Wichtige, wirklich Wichtige, was ich sage hier in dem Video. Der Rest ist optional. Nämlich, dass ich glaube, die Leute haben, und ich habe das so ein bisschen jetzt schon angedeutet, ein ganz großes Verständnisproblem, für was sie bezahlen. Man bezahlt hier und auch überall anders dafür, dass es weitergeht. Wenn man zum Seminar kommt und bezahlt, dann ermöglicht man damit das Seminar zum einen, aber man ermöglicht dadurch auch, dass wir weiterarbeiten können. Und das kann man besonders daran festmachen, wenn jetzt zum Beispiel mal jemand, was nicht vorkommt bei uns, aber bei vielen anderen Sachen ist das der Fall, dass man danach bezahlt. Also zum Beispiel, dass jemand irgendwo ein Personal Training gibt und er bezahlt danach. Dann habe ich aber eigentlich nicht für das Personal Training bezahlt, weil das ist ja schon passiert. Also ich habe das schon gemacht. Das Training hat schon stattgefunden, es wurde schon gegeben. Ich brauche dafür ja gar kein Geld mehr, weil die Existenz ist ja schon vorübergegangen, dieser Zeit. Wofür ich aber Geld brauche, ist, um weiterzuleben. Um mir weiterhin irgendwie Essen zu kaufen und meine Miete zu bezahlen. Und so weiter und so fort. Das heißt, man ermöglicht dadurch, dass es weitergeht. Jetzt ist es bei uns so, dass man normalerweise vor dem Training bezahlt oder vor dem Seminar. Also man ermöglicht dadurch auch wahrhaftig das Training, an dem man teilnimmt, aber man ermöglicht gerade bei den Seminaren auch die Arbeit wieder darüber hinaus. So. Also es ist nicht nur bis in 5 Minuten gedacht, sondern es geht auch weiter. Und jetzt ist die Frage, steht man da dahinter? Ja, also findet man unsere Arbeit gut und sagt, hey, ich möchte das unterstützen, es soll weitergehen. So, mit dieser Arbeit. Oder nicht. Und entsprechend setzt man sein Geld ein. Also entsprechend kommt man oder kommt man nicht. Und es ist auch so, dass das auch Leute ermöglichen, die, wie gesagt, wenig Geld haben. Also ich habe auch hier im Gruppentraining in Berlin auch immer wieder Leute, die einfach so hauptmäßig für eine Zeit trainieren und dann so kleine Nebenjobs nebenher machen und sich so über Wasser halten und sich so das ermöglichen mal für eine Zeit, sich aufs Training zu konzentrieren. Im Training gibt es natürlich auch viel die normalen, sage ich mal so, also in unserer Gesellschaft so als das ist der Normale betrachtet, jemand, der jeden Tag 8 Stunden arbeitet und dann zum Training kommt. Das gibt es natürlich auch ganz viel, aber es gibt, wie gesagt, auch die Leute, die einfach sich hier und da einen Job suchen. Und das ist zum Beispiel aus meiner Erfahrung in dieser Filterbubble, in der ich hier existiere, für die Leute überaus einfach. Also zumindest hier in Berlin, sich irgendwelche Jobs zu holen, Geld zu verdienen, sodass man Miete, Essen und Training bezahlen kann. Für eine Zeit. Und dann ist irgendwann, dass die Leute dann sagen, cool, das war jetzt eine Phase, die war für mich wichtig und dann konzentrieren sie sich irgendwie vielleicht mehr auf die Entwicklung ihres Arbeitslebens oder was auch immer. Ja, aber wer das möglich machen will, der kann das eigentlich in sehr vielen Situationen möglich machen. Wie gesagt, es gibt da natürlich Ausfälle, aber das sind eigentlich in den meisten Fällen nicht die Leute, die mich da anschreiben und darüber reden. Also die meisten Leute, die mir sagen, sie können das nicht bezahlen, es ist ihnen zu teuer, die können das eigentlich schon aufbringen, wenn es ihnen wichtig genug wäre. Und das sehe ich einfach daran, was die für Sachen anhaben und mir erzählen, dass sie gerade da und da im Urlaub waren und letztes Jahr
ein Jahr irgendwo Online-Coaching genommen haben und dafür monatlich hunderte Euros bezahlt haben. Das ist so eine ganz kuriose Situation, die ich immer wieder habe. Also wo Leute um einen Discount bitten oder was ähnliches und dann aber irgendwie so rauskommt, das geht im Grunde auf meine Kosten oder auf Kosten von anderen Leuten. Das muss man sich also auch klar machen. Wenn ich irgendwo einen Discount bitte und der Preis ist fair, was bei uns der Fall ist, das ist von mir so berechnet, so viel Geld brauchen wir, um weiterzumachen, um uns weiterzubilden, um zu leben und so weiter und so fort. Das ist ganz genau so fair berechnet. Dann ist es so, dass wenn ich also billiger hier teilnehme, dann funktioniert es nur, weil die anderen den vollen Preis bezahlen. Oder es geht halt, wie gesagt, auf unsere Kosten. Wir haben weniger finanzielle Mittel zur Verfügung. So, wie gesagt, wie sehr will ich das hier unterstützen, was wir machen? Wie sehr steht der Teilnehmer dahinter? Gerade wenn Leute um einen Discount bitten, ohne was dafür einzubringen, halte ich das für sehr schwierig. Und es gibt immer wieder Situationen, jetzt auch gerade in der Schule, habe ich Leute eingeladen zu kommen und weniger zu bezahlen und dafür zu helfen. Und das finde ich auch absolut korrekt. Wenn man sagt, hey, okay, du zahlst weniger Geld, aber dafür gibst du was anderes. Und konsumierst nicht einfach nur. Ja. Und das kommt auch immer mal wieder auf, so eine Situation, wo wir merken, jetzt brauchen wir Hilfe. Und ich habe das auch früher schon gerne gemacht. Ich habe lange bei mir einen Tischler trainiert und der hat für mich einige Sachen hergestellt. Da gab es nie Geld, das zwischen uns geflossen ist. Es waren immer von ihm Waren, von mir Wissen quasi. Und das ist auch super. Das kann man nicht mit jedem so machen. Aber sowas kann immer wieder funktionieren. Aber da kriege ich dann genauso viel von der Person. Also ich bekomme nicht weniger. Und da gibt es auch so eine kuriose psychologische Sache, die ich über die Jahre beobachtet habe. Das ist nämlich einfach, dass wenn Leute einfach so nach Discounts fragen, nach Rabatten, und ich die gewähre und ich kenne die Leute nicht davor, dann funktioniert das nicht. Dann kommen die gar nicht oder die kommen nur ein paar Mal zum Training und hören dann wieder auf. Das ist eine ganz kuriose Situation und ich glaube, was der Fall ist, ist, dass die Leute das einfach nicht wertschätzen, wenn sie weniger dafür bezahlen, als der eigentliche Preis ist und dafür nichts anderes geben. Der Unterschied ist, wenn die Leute schon drin sind im System, wenn die Leute das schon kennen. Und das habe ich schon mit vielen engen Schülern gemacht. Ja, dass die Leute immer kommen können und konnten, die schon länger dabei sind, sagen, hey, bei mir irgendwie war jetzt die letzten Monate bei mir ein bisschen durcheinander, kann ich mal diesen Monat ein bisschen weniger bezahlen. Gar kein Problem. Wie gesagt, immer wieder mit den gleichen Argumenten. Die Rechnung zahlt dann halt jemand anders. Aber das kann man immer mal machen und das mache ich auch, wie gesagt, mit Leuten, die ich kenne, denen ich da vertraue und bei denen ich weiß, dass dieser psychologische Effekt nicht eintritt. Weil es einfach, wie gesagt, so ist. Leute fragen, hey, kann ich billiger kommen? Ich sage, okay, habe ich eine Zeit lang testweise gemacht. Ja, wenn du sagst, du kannst es nicht bezahlen, gut, dann kommen die Leute gar nicht. Kurios. Am liebsten würde ich eigentlich folgendermaßen arbeiten. Nämlich gar nicht in dieser Art und Weise, dass die Leute für was bezahlen und dafür direkt was bekommen. Also, dass ich zum Seminar gehe und für das Seminar bezahle. Weil hier schwebt ja noch was mit in der Frage. In der Frage, ob das zu teuer ist, was ich anbiete. Das ist nämlich eine Frage, die anderen nicht gestellt wird. Zum Beispiel, also mit dieser Konnotation, die dahinter ist. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel
sage, ein iPhone ist zu teuer, dann ist da nicht diese Konnotation dahinter, die hier dahinter ist, nämlich diese, es sollte aber für jeden möglich sein, Konnotation. Beim iPhone ist klar, gut, das ist ein Luxusprodukt, das ist halt teuer, manche Leute können sich das leisten und leisten sich das und für andere ist es halt entweder nicht leistbar oder einfach das nicht wert. Bei so Sachen wie dem, was wir machen, oder bei sowas wie Yoga oder Meditationssachen oder was auch immer, da schwebt halt diese Konnotation wieder, das sollte für alle Menschen möglich sein. Und das halte ich gar nicht für falsch. Das finde ich eigentlich ganz richtig. Das finde ich sogar eigentlich total super, die Argumentation. Das muss dann aber auch heißen, dass die Leute, die das machen, irgendwie finanziert werden. Und wenn ich sage, das ist Teil gesellschaftlicher Teilhabe, dann müssen solche Leute aus einem Gesellschaftstopf bezahlt werden. Ja, also irgendwie muss dann da trotzdem dafür sichergestellt werden, dass die Leute arbeiten können. Wenn man mal guckt, auch wie das ist in der Uni, bei Professoren, die kriegen auch natürlich ihr Geld. Die Studierenden in Deutschland bezahlen ja nicht die Uni. Ja, also es gibt Gebühren, es gibt Semestergebühren, die sind so niedrig, dass es gerade mal, das ist eigentlich die Kosten von dem Ticket, von dem Semesterticket, was es dann in den meisten Bundesländern gibt, soweit ich da informiert bin. Und das war's. Also die Gebäudeinstandhaltung, die Kosten für die Professoren und was weiß ich, ne, die ganzen unzählbaren Kosten, die dahinter stecken, die werden ja von der Gesellschaft gesamtgesellschaftlich getragen. Das ist zum Beispiel ja hier in Deutschland anders, auch positiv anders, als in den USA, wo man studiert und danach hat man einen riesen Kredit, den man abbezahlen muss. Wir haben da zum Glück eine andere Gesellschaft, die es dadurch auch Leuten erlaubt, mit wenig Geld da zu partizipieren, weil wir wissen, Bildung ist wichtig und sollte nicht daran hängen, wie viel Geld jemand hat. So, wenn man jetzt sagt, okay, was ich mache, ist ein Bildungsangebot, dann habe ich gar kein Problem damit. Ich würde es sogar ganz wunderbar finden, wenn man sagen würde, gut, dann werde ich auch von der Gesellschaft bezahlt, wie ein Professor. Und dafür würde ich alles kostenlos anbieten. Ja, das können wir gerne machen. Wie gesagt, da stehe ich voll dahinter. Wäre für mich nämlich auch total entspannt, weil ich dann nicht Dinge auf irgendeine Weise ökonomisch aufbauen muss. Also ich müsste nicht Dinge bewerben. Ich müsste nicht irgendwie darauf achten, dass ich gute Texte schreibe für die Intensives, dass es ein bisschen das Feuer entfacht, sondern ich könnte einfach arbeiten. Weil meine Arbeit ist nicht Texte schreiben für die Intensives, sondern meine Arbeit ist nachdenken, trainieren und praktizieren, das weitergeben an andere Leute und anderen Leuten helfen. Und ich versuche so gut ich das kann, und es klappt auch gut, diese ökonomische Verzerrung, über die ich schon mal geschrieben habe, zu vermeiden. Ökonomische Verzerrung ist, wenn man seine Authentizität quasi aufgibt, um mehr Geld zu verdienen. Also wenn ich was mache, wo ich nicht hinterstehe. Das ist hier nicht der Fall. Ich mache die Sachen, hinter denen ich nicht stehe, auch nicht. Siehe dazu auch das Video Real Life Coaching. Und aber so eine Bezahlweise, über die ich gerade gesprochen habe, würde das sogar komplett eliminieren. Also es müsste nicht mal sein, okay, das könnte Finanzen einbringen, aber damit fühle ich mich nicht so gut. Das könnte komplett weg. Solange dieser Fall aber noch nicht eingetreten ist, noch nicht, gucken, ob das jemals eintritt, solange dieser Fall nicht eingetreten ist, haben unsere Seminare Gebühren, und die haben die Gebühren, die nötig sind, um das, was wir machen, weiter am Leben zu halten.
Das war's. Das sind die Gebühren. Nicht mehr und nicht weniger, damit wir weiter arbeiten können. Und wenn jemand das gut findet, was wir machen, dann wird er es auch gut finden, dafür zu bezahlen. Wenn er es erstmal verstanden hat, wie wichtig das ist. Gut, das ist meine Beantwortung der Frage. Vielen Dank fürs Zuhören und ich bin für weitere Diskussionen da offen, weil das ist ein Thema, mit dem ich mich sehr viel auseinandergesetzt habe. Und wer diskutieren will, der kann mir gerne eine E-Mail schreiben und dann können wir darüber sprechen. Über die Zusammenhänge von Geld und dem Rest der Welt.